Hallo liebe Zuschauer, heute bauen wir für Sie ein individuelles TV-Regal und zwar aus dem Trennmaterial Aluminium. Unterstützung bekomme ich dabei von meinen Engern und Hammerco. Lagebesprechung des Engel-Teams. Heute steht etwas ganz Besonderes auf dem Plan. Mit dabei Designerin Helen, Allrounderin Feli, meine Wenigkeit und natürlich unsere Hammi. Wir planen heute ein TV-Rack. Sie kennen das ja, Sie haben zig Geräte bei sich im Wohnzimmer stehen, wissen aber nicht, wohin damit, weil das passende Möbelstück dafür haben Sie nicht. Deswegen planen wir ein ganz individuelles TV-Rack. Das wollen wir heute bauen und dann passt bei Ihnen sicherlich alles rein. Ausgehend vom Material Aluminium haben wir uns für eine Einrichtung im Industrial Style entschieden. Für den Aufbau des TV-Racks wollen wir das Motiv eines Wandtattoos aufgreifen. Das passt perfekt zum Industrie-Style, was wir unbedingt nehmen sollen, weil das total angesagt ist. Wir machen das einfach mit verschiedenen Höhen und dazu passt natürlich so eine Skyline. Also wir bauen das wie eine Skyline. Ja. Zunächst heißt es Material besorgen. Dafür waren wir im Baumarkt. Das sind die Teile für unser Regal und wir verwenden das System Coaxis von Alpha. Aluminium hat jede Menge Vorteile. Es ist nicht nur modern, sondern auch sehr leicht, aber trotzdem stabil. Zunächst bringen wir die Profile auf die richtige Länge. Dafür wird nach Plan vermessen. Zum Schneiden verwendet Feli eine Kappsäge mit Aluminiumsägeblatt. Wichtig, bei Sägearbeiten die Schutzbrille nicht vergessen. Auf die Enden kommen später Kunststoffkappen. Daher brauchen sie nicht extra entgratet werden. Übrigens braucht man nicht unbedingt eine Kappsäge. Eine herkömmliche Kreissäge tut's auch. In kurzer Zeit hat Feli alle Profile auf die richtige Länge gebracht. Bevor wir nun alles zusammenbauen, verpasst Feli den Standprofilen praktische Stellfüße. Die Gewinde haben wir vorher mit einem Gewindeschneider in die Profile geschnitten. Als Verbindung zwischen den Profilen dienen diese Verbindungswinkel. Die sind universal einsetzbar. Die Profile hier gibt es in unterschiedlichen Größen, aber die Nut, die ist bei allen gleich groß, dann passen diese Verbindungswinkel nämlich wunderbar hier hinein. Für die Standbeine des Regals verwenden wir 35,5 mm Profile, für die Querstreben 27,5 mm Profile. Damit daraus auch ein Regal wird, brauchen wir diese Auflageprofile, die passen hier nämlich auch ganz wunderbar in die Nut hinein und da kommen dann später die Regalböden drauf. Genau, und das, was noch fehlt, sind die Verbindungskappen. Die setzen wir ganz einfach hier drauf. Genau, eine Seite. Und die nächste Seite. Genau. Dann kann man die ganz wunderbar hier reinschieben. Und so nimmt unser TV-Rack nach und nach Gestalt an. Abschlusskappe drauf und weiter geht's. Jetzt kommt der Clou. Normal kann ja jeder, deswegen hier was ganz Besonderes. Im Gegensatz zu herkömmlichen Regalen lässt sich hier die Höhe der Regalböden nämlich stufenlos einstellen. Einfach in die gewünschte Höhe schieben und festschrauben. Und wie man hier sieht, sind den Kombinationsmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. Unter fachhündischer Aufsicht bringt Feli alle Querstreben auf die richtige Höhe. Gut so. Als Träger für die breiten Regalböden verwenden wir das Coaxis-Profil schmal. Super. Ja, perfekt. Nur noch festschrauben. Alles klar. Fehlen nur noch die Regalböden und davon haben wir hier jede Menge in den verschiedensten Größen.
Die haben wir aus dem Baumarkt und da haben wir uns die ganz einfach zuschneiden und verleimen lassen. Wir haben uns für beschichtete Spanplatten entschieden, die wir einfach auf die Auflageprofile auflegen. Ein extra breiter Regalboden soll später Platz für unseren Fernseher bieten. Ruckzuck werden die Böden verschraubt. Na, ob das alles gerade ist? Die Höhe der Stellfüße lässt sich individuell regeln. Das ist natürlich super praktisch, weil so können nämlich Unebenheiten im Boden ausgeglichen werden. Alles gerade. Fehlen nur noch die Geräte. Na, da ist aber noch jede Menge Platz übrig. Das Praktische hieran ist ja, dass die Regalböden stufenlos verstellbar sind. Das heißt, wir können jetzt die Höhe schön variieren, sodass die Geräte genau hineinpassen und kein Platz wird verschwendet. Perfekt. Dafür einfach die Schrauben an den Verbindungswinkeln noch einmal leicht lösen und die Profile auf die richtige Höhe schieben. Jetzt kann eingeräumt werden. Und sogar Hammerco ist mit dem Ergebnis zufrieden. Aus den restlichen Profilen haben wir ein halbhohes Regal gebaut, das wir einfach dazustellen. Wandtattoos im Uhrenlook passen zum Industrial Style. Und die Silhouette einer Skyline greift die Form des TV-Racks auf. Wandtattoos gibt es in Einrichtungsgeschäften und im Internet. Industrial Style bedeutet, wir kombinieren alte Fabrikgegenstände mit modernen Elementen. Und ein paar farbliche Accessoires, also das Wohnliche, das darf absolut nicht fehlen. Warme Akzente werden gekonnt mit technischen Gegenständen kombiniert. Ausprobieren lautet die Devise. Kleinkram verschwindet in Kisten. Die Höhe der Regalfächer haben wir natürlich vorher genau abgestimmt. Eine letzte Überprüfung der Expertin und fertig. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das TV-Rack aus Aluminium ist ein richtiger Blickfang geworden. Die Aluminiumprofile wirken funktional und trotzdem schick. Jeder Gegenstand hat seinen Platz. Hingucker wie eine Kultkamera sorgen für das besondere Etwas. Industrielles Design kombiniert mit warmen Akzenten wirkt elegant und trotzdem gemütlich. Und so schafft man sich einen Raum zum Wohlfühlen im Industrial Style. Bis zum nächsten Mal.